Ich darf euch nämlich voller Freude den Gastredner des heutigen internationalen Gottesdienstes vorstellen. Wir haben keine Kosten gescheut und ihn extra aus Kansas City in den Vereinigten Staaten von Amerika eingeflogen. Er ist eigentlich Engländer und deswegen etwas reduziert freudig in Bezug auf die Fußball-Weltmeisterschaft der letzten Tage. Aber im Geist ist er total fit und frisch. Er hat 4 Kinder und eine Frau, Carol heißt sie. Und ihm hat so gut in Stuttgart gefallen, als wir ihn neulich eingeflogen haben, dass er hier geblieben ist. Und wir begrüßen ganz herzlich den Leiter unseres Revival Training Centers hier in Stuttgart. Er heißt Wes Hall, kommt aus Großbritannien über Kansas City hier nach Deutschland. Wes, wir freuen uns auf Gottes Wort. Good morning. Guten Morgen. Well, I'm going to preach in English this morning. So, ich werde heute auf Englisch sprechen. I thought I would take the opportunity since it's an international day. Ich habe mir gedacht, ich nutze die Möglichkeit, weil es ein internationaler Tag ist. You know, the British are not so well known for their food. Ihr wisst, die Engländer sind nicht so gut bekannt für ihr Essen. They're not so well known for their good football. Man kennt sie auch nicht unbedingt wegen ihrem Fußball. But we have a great language. Aber wir haben eine super Sprache. And I want to particularly welcome all of those from France and Croatia this morning. Ich möchte vor allem die Leute aus Frankreich und Kroatien hier willkommen heißen. And we just look forward to the expression of those beautiful nations this afternoon. Und ich freue mich so sehr auf den Ausdruck dieser Nation heute Nachmittag. I want to talk this morning about God's glorious plan for the nations. Heute Morgen möchte ich über Gottes herrlichen Plan für die Nationen sprechen. You know, it is no accident that we are a world filled with nations. Du müsst wissen, es ist kein Zufall, dass wir eine Welt sind, die gefüllt ist von verschiedenen Nationen. You know, since the days of the Tower of Babel, Wisst ihr, seit den Tagen vom Turmbau zu Babel sometimes people have this idea that the nations were not part of God's plan. haben manchmal Menschen die Ahnung und sie denken, die Nationen sind kein Teil des Planes Gottes. But actually what happened at the Tower of Babel, Aber was eigentlich am Turmbau zu Babel passiert ist, the nations resisted God's plan. es war, dass die Nationen sich gegen Gottes Plan gewandt hatten. God had a plan to fill the earth with His glory, Gott hatte einen Plan, die ganze Welt mit seiner Herrlichkeit zu to füllen, express His glory in every tribe and people and tongue. um seine Herrlichkeit auszudrücken in jedem Stamm und in jedem Volk und jeder Zunge. And men said, we want to be together. Und die Menschen haben gesagt, wir wollen zusammen sein. We want to speak in one language. Wir wollen eine Sprache We sprechen. want to resist God's plan, Wir wollen uns gegen Gottes Plan and stellen. we think we are better than God. Und wir denken, dass wir besser sind als Gott. And so God intervened, Also kommt Gott hinein in diese and He Situation. separated the nations. Und er teilt die Nationen. And beloved, the problem was not that the nations were separated. Und Freunde, das Problem ist nicht, dass die Nationen geteilt wurden. The great problem was that people did no longer understand one another. Das Problem war, dass die Menschen sich einander nicht mehr verstanden haben. But God says, I'm bringing it all back. Aber Gott sagt, ich bringe es alles wieder zurück. I am creating a world filled with my glory. Ich erschaffe eine Welt gefüllt von meiner Herrlichkeit. And in every tribe and every tongue and every nation, Und in jedem Stamm und in jeder Nation und jeder Zunge my great glory will be reflected throughout the earth. wird meine großartige Herrlichkeit reflektiert in der ganzen Erde. And I want to give you a passion for your culture, Und ich möchte euch eine Leidenschaft geben für eure eigene Kultur. to embrace it, Und sie zu umarmen to celebrate und sie it, zu feiern and to share it with one another. und miteinander zu teilen. You see, when we don't understand it properly, Ihr müsst wissen, wenn wir das nicht wirklich richtig verstehen, it leads to 2 things. dann bringt das uns 2 Dinge zu tun. We either retreat from our language and culture in shame, Entweder wir gehen weg von unserer eigenen Kultur, weil wir uns dafür schämen, or we seek to convert other people to our culture if we think we are better. oder wir versuchen, andere Nationen von unserer Kultur zu überzeugen, weil wir denken, dass wir besser sind.
And God says, no, I want you to be who I called you to be. Und Gott sagt, nein, ich möchte, dass ihr diejenigen seid, die ich euch dazu berufen habe. And I want you to do what I called the nations to do. Und ich möchte, dass ihr das tut, was ich die Nation berufen habe zu tun. Which is to fill the earth with my glory. Nämlich die ganze Erde mit meiner Herrlichkeit zu I füllen. want to look at just one verse in the Bible this morning. Ich will nur einen Vers dieser Bibel heute anschauen And take 3 principles out of this und verse. daraus 3 Prinzipien herausleiten. And it's in the Psalms, Psalm 86, verses 9 and 10. Psalm 86, Vers 9 und 10. And I'm going to read it in English. Philip's going to translate it into German, and it's right up there. Ich werde es auf Englisch reden und Philipp wird es auf Deutsch übersetzen. Ist gleich da oben. All the nations Alle Nationen, you have made die du gemacht hast, shall come and worship before you, O Lord, werden kommen und vor dir anbeten, Herr. and shall glorify your name, Und deinen Namen verherrlichen, for you are great, denn du bist groß. and do wondrous things. Und du tust Wunder. You alone are God. Du bist Gott, du allein. Amen. Amen. The first point I want to look at is here in the first sentence. Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist hier in dem ersten Satz. Every nation was made by God and was made for God. Jede Nation wurde von Gott geschaffen und für Gott geschaffen. Every nation, Jede Nation, every language. jede Sprache. I just had a look before I got up to preach. Bevor ich angefangen habe, hier hochgekommen bin zum Predigen, musste ich nochmal nachschauen. And they say that today on the earth there are 7,097 languages. Und sie sagen, dass heute 7097 verschiedene Sprachen auf der Welt sind. Think about the creativity of God. Überlegt euch mal, wie kreativ Gott sein muss. That we have over 7,000 languages on this planet. Dass wir mehr als 7000 Sprachen auf dieser Erde haben. 7,000 different ways of expressing the glory of God. 7000 verschiedene Arten und Weisen, um die Herrlichkeit des Herrn zu zeigen. 7,000 different ways of giving glory to God through worship. 7000 verschiedene Ausdrücke, Gott Herrlichkeit und die Ehre zu geben in der Anbetung. Beloved, I don't care where you came from. Und Freunde, es interessiert mich nicht, wo ihr jetzt genau herkommt. And I don't care where you live right now. Und mir ist auch nicht so wichtig, wo ihr jetzt gerade lebt. Your nation and culture was made by God. Eure Nation und Kultur wurde von Gott geschaffen. Your language was created by God. Eure Sprache wurde von Gott geschaffen. The nations were God's idea. Die Nationen waren Gottes Idee. Because one language and culture is not enough to express His personality. Denn eine Sprache und Kultur ist nicht genug, um Gottes Persönlichkeit auszudrücken. I just want to say this very humbly. Und ich möchte das sehr demütig sagen. But the Germans could not express the aspect of God's glory that was expressed by our brothers and sisters from Africa. Aber die Deutschen können den Ausdruck von Gottes Herrlichkeit nicht genauso ausdrücken wie unsere Brüder und Schwestern hier von Afrika. You can try, Ihr könnt es versuchen, but you will not do it. aber ihr werdet es nicht schaffen. Because that aspect of God's glory was given to the Africans. Denn dieser Aspekt der Herrlichkeit Gottes wurde den Afrikanern Was gegeben. given to Madagascar. Es wurde den Madagassen Was gegeben. given to Ghana. Es wurde der Ghana gegeben. Was given to South Es wurde America. Südamerika gegeben. Oh, I love what God gave Germany. Oh, ich liebe, was Gott Deutschland gegeben hat. Leadership and order. Leidenschaft und Disziplin. I love it. Ich liebe es. Oh, but I love the rhythms of Africa. Aber ich liebe auch den Rhythmus von I Afrika. love the passion of Italy. Ich liebe die Leidenschaft der The Italiener. romance of France. Die Romantik der Franzosen. The independence of Switzerland. Die Unabhängigkeit der Schweizer. And the Vikings. Und die Wikinger natürlich. The violence of Norway. Die Gewalt von Norwegen. The nations were God's idea. Die Nationen waren Gottes Idee. All the nations were made by God. Alle Nationen wurden von Gott geschaffen. And you know what it says about everything that God made? Und wisst ihr, was gesagt wird über alles, was Gott gemacht hat? It is good. Es ist gut. It is good. Es ist gut. And you know, maybe bad things have happened in your nation. Und ihr müsst wissen, vielleicht sind manche böse Dinge und schlechte Dinge in eurer Nation Maybe passiert. things have happened in your nation which are outside of the will of God. Vielleicht sind Dinge in eurer Nation passiert, die außerhalb des Willens Gottes sind. And maybe you are ashamed of your nation. Und vielleicht schämst du dich für deine Nation. And the answer to negative things that have happened Und die Antwort zu den negativen Dingen, die passiert sind, is not to reject who God made you. ist nicht dem zu widerstehen,
verstehen, wofür Gott dich geschaffen hat. It is to redeem what God put in your culture. Es ist das zu erlösen, was Gott in deine Kultur gebracht It is to hat. contend for the glory of God to be manifest in your nation. Um einzustehen dafür, dass die Herrlichkeit Gottes in deiner Kultur manifest wird. And for that contribution to bless the nations of the earth. Und dass jede einzelne Nation dazu beiträgt, dass die Nationen der Erde gesegnet werden. The second thing I want to say on this point Der zweite Teil, den ich an diesem selben Punkt sagen möchte, is that Jesus is King of the nations. dass Jesus der König der We're back Nationen on ist. point one, Wir sind sorry. zurück am Punkt 1. Jesus is King of the nations. Jesus ist König der Nationen. In Revelation 15 we learn that. In Offenbarung 15 lernen wir das. Jesus is praised as the king or the ruler of the nations. Jesus wird angepriesen, angebetet als der Herrscher der Nationen. What does that mean? Was bedeutet das? It means that every nation can only find their true identity under the leadership of King Jesus. Das bedeutet, dass jede Nation ihre rechtmäßige Identität nur unter der Leiterschaft Jesu erkennen kann. The culture of every nation Die Kultur jeder Nation needs to come under the leadership of heaven muss unter die Leiterschaft des Himmels kommen, to fulfill the expression of God's glory. um den Ausdruck der Herrlichkeit Gottes zu erfüllen. Beloved, to try and fulfill your national identity Freunde, einfach zu versuchen, eure nationale Identität zu erfüllen, without his leadership, ohne seine Leidenschaft, it leads to pride. das bringt uns nur in Stolz It hinein. leads to what we see happening across the earth right now. Es bringt uns zu den Dingen, die wir hier überall auf dieser Welt sehen und erkennen Ugly können. nationalism. Hässlicher Nationalismus. But I want to say something about the move of nationalism that is going on. Aber ich möchte was sagen über diese Bewegung des Nationalismus, die gerade passiert. It is a response to the nation's attempt to come completely together. Es ist die Antwort darauf, dass die Nationen versuchen, miteinander zusammenzukommen. For so many years there has been this globalization, Für so viele Jahre hatten wir diese riesige Globalisierung gehabt, which basically removes borders, die praktisch alle Grenzen weggenommen hat, that removes die identities, Identität entfernt hat, that removes die cultures, Kulturen entfernt hat, so that I can go to a store in America and buy the same things I can buy in a store in Germany. dass ich in den Laden in Amerika hineinspazieren kann und genau das Gleiche kaufen kann wie in einem Laden in Deutschland. So that I can go to an office in country A and it looks the same as an office in country B. Dass ich in ein Büro komme von Land A und ich sehe genau das gleiche Büro im Land B. And there has been this pressure to conform. Und es gibt dieser Druck, überall gleich zu sein. And God says, I did not create you all the same. Und Gott sagt, ich habe euch nicht geschaffen, dass ihr alle gleich seid. And the reaction to that in the flesh Und die Antwort darauf im Fleisch is to fight in pride for our own nation. ist ist zu kämpfen im Stolz für unsere eigene Nation. And it leads to ugly nationalism. Und das bringt hässlichen Nationalismus. But there is something in the heart of man Aber es gibt etwas im Herzen des Menschen, that says, I wasn't made Belgian. das sagt, ich wurde nicht geschaffen als Belgien. I wasn't made South African. Ich wurde nicht geschaffen als I was Südafrikaner. not made German. Ich wurde nicht als Deutscher geschaffen. I wasn't made Madagascar. Ich wurde nicht als Madagaskaner I was geschaffen. made English. Ich wurde Englisch geschaffen. And I want to be English. Und ich will Englisch sein. And I want to be English to the glory of God and not to the glory of England. Und ich möchte Englisch sein, aber für die Herrlichkeit des Herrn und nicht für die Herrlichkeit Englands. And God wants Germany to be German, not for the glory of Germany, but for the glory of God in the nations. Gott möchte, dass Deutschland deutsch ist, nicht für die Herrlichkeit Deutschlands, aber für die Herrlichkeit des Herrn And innerhalb der South Nationen. Africa. Und Südafrika And Brazil. und Brasilien And on and on and on und and weiter on. und weiter und weiter. But we can only truly find our place Aber wir können wirklich nur unseren Platz finden, when we connect our identity to our identity in Him. wenn wir unsere Identität zu der Identität in Gott He is the linken. King of our nation. Er ist der König unserer Nation. And when we submit to His leadership, Und wenn wir uns seiner Leiterschaft unterstellen, we connect to the dream of His heart for our culture and our dann nation. verbinden wir uns mit dem Traum seines Herzens für unsere Kultur und unsere Not to the Nation. dream of my heart, Nicht für den Traum meines eigenen Herzens, to the dream of His aber heart. der Traum seines Herzens. Beloved, Jesus has a dream for Germany. Freunde, Jesus hat einen Traum für Deutschland. Jesus has a dream for France. Jesus hat einen Traum für Frankreich. Jesus has a dream for Colombia. Jesus hat einen Traum für Kolumbien. Jesus has a dream for Nigeria Jesus hat einen Traum für Nigeria and South Africa und Südafrika and Ghana. und Ghana.
And beloved, we want to say, Jesus, we want your dream for Und our Freunde, wir nation. wollen sagen, Jesus, wir wollen deinen Traum für unsere We Nation. want to be all that you created us to be. Wir wollen alles sein, was du uns geschaffen hast zu sein. You see, our tendency is to fear that which is not like us. Ihr seht, unsere Tendenz ist es, das zu fürchten, was nicht genauso ist wie wir. And try and make others what we are. Und wir versuchen, andere zu dem zu konvertieren, wer wir selber sind. Beloved, I love having 4 children. Freunde, ich lieb's, 4 Kinder zu haben. And one of the challenges as a father Und eine der Herausforderungen als ein Vater ist, is to recognize that the children all belong to your family. dass die Kinder alle zu deiner Familie gehören. But the family functions best when every one of those children come into their God-ordained destiny Aber die and Familie purpose. funktioniert am besten, wenn jedes einzelne dieser Kinder in Gottes Plan, der für sie vorherbestimmt ist, hineinkommt. The worst way I could lead my family Die schlimmste Art und Weise, wie ich meine Familie leiten könnte, wäre, is to try and make all my kids like me. wenn ich versuche, dass alle Kinder so wie ich sind. And God looks at the families of the earth Und Gott schaut sich die Familien der Nation und and der he Erde says, an. oh, Germany has to be German. Und er sagt, oh, Deutschland muss deutsch sein. France has to be French. Frankreich muss französisch Oh, we sein. need the order. Und wir brauchen diese Disziplin. Oh, but we need the Aber wir romance. brauchen auch diese Romantik. The Italians have to be passionate. Und die Italiener müssen leidenschaftlich sein. You know, the Brazilians have to give us the beauty of their rhythm. Und die Brasilianer müssen uns die Schönheit ihres Rhythmus geben. And as everyone comes into their identity Und während jeder in seine Identität kommt, in Jesus, in Jesus, fear goes, die Angst geht, suspicion goes. auch jede falsche Wahrnehmung von Gott geht. And I want to say, perhaps you are here this morning Und vielleicht bist du hier heute Morgen and you don't belong in Germany, but there's no place for you in your home nation. und du gehörst vielleicht nicht nach Deutschland, aber in deiner eigenen Nation ist kein Platz für dich. Maybe there's been a war. Vielleicht war da Krieg. Maybe there's been some other event that you can't live there anymore. Vielleicht gibt es irgendein anderes Ding, was dort passiert ist, dass du nicht mehr dort sein kannst. But I want to say this to you. Aber ich will dir eins sagen. Don't conform to the culture in which you are 100%. Gib dich nicht vor 100% dieser Kultur hin, in der du bist. God has brought you here to contribute to this culture the way that you are. Gott möchte, dass du zu dieser Kultur beiträgst auf die Art und Weise, wie du bist. There is something of the richness of God that we Das experience. etwas in diesem Reichtum Gottes, das wir zusammen hier erleben. It took Joseph moving to Egypt for Egypt to be delivered in a famine. Es musste Josef erstmal nach Ägypten gehen, damit Ägypten von der Hungersnot gerettet werden It konnte. took Daniel being taken as a prisoner to Babylon. Daniel musste erstmal als Gefangener nach Babylon gebracht werden. And through his life, great blessing was released in Babylon. Und durch sein Leben wurde großer Segen in Babylon freigesetzt. Not as he began to worship the Babylonian gods, Nicht als er angefangen hat, die babylonischen Götter anzubeten, but as he continued to embrace his culture aber als er weitergemacht hat, seine eigene Kultur zu umarmen and worship his God und seinen Gott anzubeten. and allow his light to shine in the midst of that situation Und where he erlaubt hat, was. dass sein Licht scheint in der Mitte der Situation, in der er war. God's eternal goal Gottes ewiger Plan. is not to remove the nations, Und Ziel ist es nicht, dass die Nationen hinweggebracht werden, but to glorify his name through the aber nations. dass sein Name durch die Nation verherrlicht wird. As we enter into our ultimate calling. Und während wir in den perfekten Plan hineinkommen. And that's the second point. Und das ist der zweite Punkt. Every nation Jede Nation is called to worship God. ist für die Anbetung Gottes berufen. Every nation has a calling to worship God. Jede Nation wurde berufen, Gott anzubeten. It says here, every nation that you have made Und es steht hier drin, jede Nation, die du gemacht hast, shall come and worship you. werden kommen und vor dir anbeten, Herr. You were made for worship. Du wurdest geschaffen, um You were anzubeten. made to display God's glory in the earth through worship. Du wurdest geschaffen, um Gottes Herrlichkeit durch Anbetung freizusetzen. Now, one part of that is singing songs. Ein Teil davon ist es, Lieder zu singen. But the other part of that is wholehearted obedience to God in every area of your life. Aber der andere Teil davon ist die Fülle an Gehorsam Gott gegenüber in jedem Teil deines Lebens. Psalm 86 tells us every nation will worship God. Psalm 86 sagt, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. History, the climax of history, is not missions but worship. Der Höhepunkt von Geschichte ist nicht Mission, sondern Anbetung. It says in Revelation 5. Das sagt es in Offenbarung 5. Pastor Peter already mentioned it this morning. Pastor Peter hat es heute Morgen schon That at erwähnt. the end of time,
während am Ende der Zeit every tribe and tongue and nation jedes Volk und jede Nation und jede Zunge will gather around God's throne, wird sich um Gottes Thron versammeln, not for teaching, nicht um Lehre zu empfangen, not for evangelism, nicht für Evangelisation, not for healing, nicht für Heilung, but for worship. aber für Anbetung. Because God is most glorified in the nations, Denn Gott ist am meisten verherrlicht in den Nationen, as we are most satisfied in the worship of God. wenn wir am meisten und zufriedengestellt sind im Lobpreis von ihm. A famous American preacher said this: Der berühmte amerikanische Prediger sagte dies: missions exists Mission existiert, because worship doesn't. weil Anbetung es nicht existiert. Missions exists because worship doesn't. Mission existiert, weil Anbetung nicht You see, existiert. God didn't save us to work for Him. Wisst ihr, Gott hat uns nicht gerettet, dass wir für ihn arbeiten. He gives us all jobs to do, Er hat schon Jobs für uns, but He saved us to worship Him. aber hat uns gerettet, dass wir ihn anbeten können. And we worship Him best when we worship Him in our own language and Und expression. am besten beten wir an, wenn wir es in unserer eigenen Sprache und in unserem eigenen Ausdruck tun. Through worship, Durch Anbetung the kingdom is released. wird das Königreich freigesetzt. Through worship, the earth is filled with God's glory. Durch Anbetung ist die Erde gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes. You see, we were created unique in our culture and language, Wir müssen wissen, wir wurden einzigartig geschaffen in unserer Kultur und unserer Sprache. but we were created with one common purpose. Aber wir wurden geschaffen mit einer gemeinsamen Bestimmung. I mean, how many of you feel something move in your heart when the Olympics are on? Ich meine, wie viele von euch spüren das gewisse Etwas in eurem Herzen, wenn die Olympischen Spiele sind? You know, when you see the flags of the nations come in, Ihr seht die Fahnen der Nationen reinkommen. or at the beginning of the World Cup, Oder am Anfang von der Weltmeisterschaft. you know, and you go, there's something right here. Ihr wisst, irgendwas stimmt hier. The nations gathering together around one common purpose and one common goal. Die Nationen kommen zusammen für einen besonderen Punkt, für ein Ziel. And why does it move our hearts? Und warum bewegt es unser Herz? Because that's what we were created for. Weil das ist, wofür wir geschaffen worden sind. To come together Zusammenzukommen in our own colors in unseren eigenen Farben, and our own identity in unseren verschiedenen Identitäten, with the common goal of worshiping einem God. gemeinsamen Ziel, Gott zu anbeten. You see, only one team can win the World Cup, Ihr seht, nur ein Team kann die Weltmeisterschaft gewinnen. but every nation can win when it's about the worship of God. Aber jede Nation kann gewinnen, wenn es um die Anbetung Gottes Every geht. nation will Jede win. Nation wird Every gewinnen. nation will Jede win. Nation wird gewinnen. And a verse just came to my heart as I was preparing this. Und der Vers, der zu meinem Herz gesprochen hat, als ich hier vorbereitet And it's habe, in Psalm 96. ist in Psalm 96. And I'm reading a translation called the Passion Translation. Und ich lese eine Übersetzung, die Passion Translation. And it says, "Come and worship the Lord, Und sie sagt, komm und bete den Herrn an, wearing the beauty of holiness." der die Schönheit seiner Heiligkeit trägt. Wearing beautiful garments. Schöne Kleider trägt. Wearing the uniqueness of who you are before God. Während du das trägst, was die schöne Bedeutung deiner einzigen Art ausdrückt. Now, what's that speaking of in the first level? So, wovon spricht es nun im ersten Level? We can only worship God when we have access to God. Wir können Gott nur anbeten, wenn wir direkten Zugang haben. And through the death and resurrection of Jesus, Und durch den Tod und die Auferstehung von Jesus He gives us access to worship before Him. gibt er uns Zugang, ihn vor seinem Thron anzubeten. He gives us a robe of righteousness, Er gibt uns diese Robe, dieses Kleid der so that we Gerechtigkeit, can enter in and worship Him. dass wir hineinkommen können, um ihn zu anbeten. But He doesn't save you and remove your personality. Aber er rettet dich nicht und dann nimmt er deine ganze Persönlichkeit He weg. doesn't take your language away. Er nimmt deine Sprache auch nicht weg. He doesn't take your background Er away. nimmt auch deinen ganzen Hintergrund nicht weg. And the Lord, I believe, is saying this. Und der Herr sagt das. Worship the Lord in the beauty of who He made you to be. Betet den Herrn an in der Schönheit, die er euch gegeben hat. Seek the expression in your own language and in your own culture of what is on God's heart. Sucht den Ausdruck in eurer Kultur, die das widerspiegelt, was in Gottes He Herzen ist. deliberately gave us this uniqueness. Er hat es mit Absicht dir diese Besonderheit gegeben. Not so that we could say to other nations, we are better than you. Nicht, dass wir anderen Nationen sagen können, wir sind besser als ihr,
ihr. Not so we could look at other nations and say they are better than us. Nicht, dass wir an andere Nationen sagen können, oh, die sind besser als wir. But so we could recognize God has given us a gift. Aber dass wir erkennen können, dass Gott uns ein Geschenk And gegeben with hat. this gift we are to glorify His name Und in mit worship. diesem Geschenk ist es unsere Aufgabe, Gott zu verherrlichen. I love Isaiah 42. Ich liebe Jesaja It 42. says, sing to the Lord a new song. Es sagt, es singt dem Herrn ein neues Lied. And it calls different nations and people groups to give glory to God. Und es ruft verschiedene Nationen und Völkergruppen dazu, Gott Ehre zu geben. It says, let the islands praise Him. Es sagt, lass die Inseln ihn anbeten. Let the coastlands praise Him. Lass die Küstengebiete ihn Let the anbeten. little villages praise Him. Lass die kleinen Dörfer ihn anbeten. Oh, maybe you come from a little village in Africa or the Middle East. Vielleicht kommst du von einem kleinen Dorf in Afrika oder vom Mittleren God Osten. is looking for your expression of worship. Gott sucht nach deinem Ausdruck von Anbetung. What God has put in you, He wants in worship before His throne. Was Gott in dich hineingelegt hat, das möchte er als Anbetung vor seinem Thron auch haben. And the final point Und der letzte Punkt is the reason we worship. ist der Grund, warum wir anbeten. Every nation Jede Nation will see the greatness and the glory of God. wird die Größe und Herrlichkeit Gottes sehen. Every nation will see who God is. Jede Nation wird erkennen, wer Gott ist. You see, the purpose of worship for every nation, Wir wissen die Bestimmung der Anbetung für jede Nation. it's more than a purpose. Es ist mehr als nur eine Bestimmung. It's a Es promise. ist ein Versprechen. He will have worship among the nations. Er wird Lobpreis und Anbetung haben innerhalb der Nation. All of those 7,000 languages will be represented before His throne. Alle diese 7000 Sprachen werden vor seinem Thron repräsentiert werden. And why? Und warum? Because the nations will see His Weil greatness. die Nationen seine Größe sehen werden. The worship of the nations flows from the revelation of God. Die Größe und diese Offenbarung Gottes der Lobpreis der Nationen kommt von der Offenbarung der Größe Gottes. If our primary calling is to worship, Wenn unsere erste Berufung ist, es anzubeten, our primary responsibility und unsere erste Verantwortung, is to be preoccupied with dass wir uns damit beschäftigen and to proclaim the beauty and greatness of God. und proklamieren, und zwar die Schönheit und Größe Gottes. You see, how can you worship that which you don't love? Weil wie können wir anbeten, das, was wir nicht lieben? How can you love that which you don't see? Wie können wir das lieben, was wir nicht sehen können? And how can you invite people to worship that which is not a vibrant reality in your own heart? Wie kannst du andere Menschen dazu einzuladen, anzubeten, wenn es dir selber nicht in deinem Herzen brennt mit Leidenschaft And so dafür? the prophets again and again and again Und deshalb die Propheten immer und immer wieder, say to the sie nations, sagen, sagt zu den Nationen, behold your God.